Neuschwabenland, der Mythos und die Legende um die deutsche antarktische Expedition im Jahre 1938/39. Mit dieser streng geheimen Expedition und einer von Großadmiral Dönitz getätigten Aussage begann ein Kapitel einer deutschen Geschichte, die bis heute nicht geklärt ist. Die deutsche U-Boot-Flotte ist stolz, ein irdisches Paradies, eine uneinnehmbare Festung für den Führer erbaut zu haben, am unteren Ende der Welt. Admiral Karl Dönitz im Jahre 1943. Ein Ereignis im Jahre 1946/47 ließ einen Mythos über eine deutsche Station entstehen. Die Rede ist von der Operation Highjump. Diese von der Task Force 86 ausgeführte Mission unter Leitung von Admiral Richard E. Byrd war eine militärische Mission mit Beteiligung massiver Kräfte an Seestreitkräften ausgeführte Forschungsmission. Der Verband erlitt starke Verluste an Mensch und Material und die Mission musste vorzeitig abgebrochen werden. In den USA und Europa wurde nur wenig bis gar nichts über die Vorfälle im Jahre 1947 bekannt. Einzig und allein hat die größte südamerikanische Tageszeitung El Mercurio über die Geschehnisse am Nordpol berichtet. Richard E. Byrd hat folgende Äußerung getätigt: Ich möchte niemanden erschrecken, aber die bittere Realität ist, dass im Falle eines erneuten Krieges die Vereinigten Staaten durch fliegende Objekte angegriffen werden, welche mit unglaublicher Geschwindigkeit von Pol zu Pol fliegen konnten. Nach dieser Äußerung wurde die Stimme lauter, dass es den Nationalsozialisten gelungen sei, eine Basis zu errichten, die mit starken Kräften von Elitetruppen beschützt wird, die mit modernster Technik ausgestattet sind. Die Rede ist von Reichsflugscheiben. Ist es dem Dritten Reich gelungen, an dem lebensfeindlichsten Ort der Welt eine solche Station zu errichten? Eine Karte aus dem Jahre 1513, die von dem Seefahrer und Pirat Piri Reis angefertigt wurde, zeigt die Antarktis ohne Eispanzer. Die Antarktis ist erst im Jahre 1818 offiziell entdeckt worden. Wie kam Piri Reis an eine Karte, die die Antarktis ohne Eis zeigte? Handschriftliche Angaben sollen belegen, dass er auf mehrere tausend Jahre alte Erkenntnisse Zugriff hatte, mithilfe derer er eine sehr genaue Karte anfertigen konnte. Die Eisschicht beträgt dort weit über 1 Kilometer Dicke. Experten rätseln bis heute, wie Reis an diese Informationen kam. Ein Vergleich der Karte von Reis ergab, dass seine Angaben sehr genau waren. Die Karte des Piri Reis wurde erst im Jahre 1929 in Archiven wiederentdeckt. Nutzte das Dritte Reich die Karte des Piri Reis, um die Antarktis zu erkunden, um dort Gebiete zu finden, die bewohnbar sind? Wurde man unter dem ewigen Eis fündig? Im Jahre 2017 entdeckten Forscher riesige Höhlen unter dem Schelleis der Antarktis. In diesen Höhlen ist es so warm, dass man im T-Shirt dort nicht friert. Manche dieser Eishöhlen weisen Temperaturen von 25 Grad Celsius auf. Die Forscher sind sich sicher, dort existieren sogar höher entwickelte Lebensformen als nur Pflanzen und Bakterien. Man geht davon aus, dass unter dem ewigen Eis ein geschlossenes und biodiversitäres Ökosystem existiert. Zudem befinden sich weitaus mehr aktive Vulkane in der Antarktis als ursprünglich vermutet. Sollten die Forscher des Dritten Reiches ein solches System ausfindig gemacht, es ausgebaut, mit Energie der Vulkane betrieben haben? Geht man den Hinweisen, Aussagen und Geschehnissen nach, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall. Deutsche Karten, die durch die Sowjets erbeutet wurden, zeigen Routen für U-Boote, die sich unter dem Eis befinden. Hochrangige sowjetische Militärs haben von diesen Karten, deutschen Karten, gesprochen. Auch soll es Versuche gegeben haben, diese Routen zu befahren. Dabei soll es zu Verlusten von U-Booten gekommen sein. Die US-Amerikaner zündeten sogar Atomwaffen in der Antarktis. Offiziell sollen es Tests gewesen sein. Inoffiziell hat man mit diesen Waffen die deutschen Stützpunkte unter dem ewigen Eis vernichtet. Doch eine Macht, die eine US-amerikanische Flotte in weniger als 20 Minuten vernichtend durch überlegene Luftstreitkräfte geschlagen hat, lässt wohl kaum die Vernichtung ihrer Station zu. Die deutsche antarktische Expedition im Jahre 1938/39 war eine von insgesamt 3 deutschen Expeditionen in diese entlegene Region der Welt. Vorangegangen war die deutsche Nanga Parbat-Expedition, auch deutsche Himalaya-Expedition oder Tibet-Expedition genannt. Im Herzen Asiens
erhebt sich das gewaltigste Hochland unserer Erde, Tibet, umgrenzt von den Eisbastionen wilder Hochgebirge, verriegelt von den Sanddünen riesiger Wüsten. Die Länder ringsum sind voller Unruhe. Westlich versuchen einheimische Selbstherrscher, die tausendjährige Kultur ihrer Völker mit moderner Zivilisation zu vereinen. Nördlich von Tibet hatte sich der Sowjetimperialismus der uralten Seiden- und Völkerstraßen bemächtigt und sie für neue Vorstöße ausgebaut, um die hergebrachten Lebensformen Innerasiens zu zersetzen. Im Osten brach einst der britische Imperialismus gewaltsam in das abgeschlossene Reich der Mitte ein und hat damit die heutigen Kämpfe um die eigenständige Ordnung Ostasiens ausgelöst. Auch im Süden zwangen die Briten dem uralten Kulturvolk der Inder ihm fremde Regierungs- und Wirtschaftsformen auf. Unberührt vom Wirbel des Zeitgeschehens ragt als letzter Horst altertümlichen Lebens Tibet heraus, von den Gewalten der Natur selbst zum verbotenen Land bestimmt. Das Volk dieses Landes und seine Machthaber suchen in fremdenfeindlicher Abgeschlossenheit ihre mittelalterliche Staatsform und ihre seltsame Kultur gegen alle äußeren Einflüsse zu bewahren. So ist es nur wenigen beherzten Forschern gelungen, in diese Gebiete einzudringen. Unerforscht blieben vor allem die Gesetze, nach denen sich hier das vielgestaltige Leben der Menschen, Tiere und Pflanzen vollzieht. Daher unternahm es unsere Expedition, die deutsche Tibet-Expedition Ernst Schäfer, diese Lücke zu schließen. Wir waren 1,5 Jahre unterwegs. Damit unsere Expedition vorankam, hatte unser Leiter viele schwierige Verhandlungen mit den Machthabern und Würdenträgern zu führen. Vor allem aber hatte er die Pflanzenwelt und das Leben der Völker und Säugetiere Tibets zu erforschen. Technischer Leiter der Expedition war Edmund Gehr. Er war verantwortlich für die Organisation der großen Karawanen, für die Verpflegung von Mensch und Tier und für die Verwahrung und den Transport der umfangreichen Sammlungen. Dr. Karl Wienert hatte die Aufgabe, durch Landvermessungen und erdmagnetische und meteorologische Beobachtungen die Grundlage allen Lebens in diesem rätselhaften Lande zu erkunden. Durch genaue Messungen der Körper- und Schädelformen untersuchte der Anthropologe Dr. Bruno Beger die Menschenrassen des Forschungsgebietes. Die Beobachtung des Kleintierlebens und Sammlung der Insekten oblag Ernst Krause. Auch er machte eine Anzahl wichtiger wissenschaftlicher Entdeckungen. Vom Osten her war uns der Weg nach Tibet durch den chinesisch-japanischen Krieg versperrt. So mussten wir versuchen, von Indien her zum tibetischen Hochland vorzudringen. Erst nach erfolgreicher Beendigung erweckte die Antarktis das deutsche Interesse. Was hat man im Himalaya gefunden und was leitete die deutsche Forschung in die Antarktis? Fand man dort Hinweise auf eine alte Zivilisation, die unter dem ewigen Eis lebt oder gelebt hat? Hat man die gleichen Hinweise, wie viele Jahre zuvor Peri Reis entdeckt hat, ebenfalls entdeckt? Die Thule-Gesellschaft, die dann in Organisation Ahnenerbe umbenannt wurde, war eine geheime Organisation, die sich im Bereich Okkultismus bewegte und sämtlichen Hinweisen einer verschollenen Zivilisation nachging. Diese Organisation war bei allen Expeditionen beteiligt. Ernst Schäfer sowie weitere führende Forscher waren allesamt Angehörige der SS und somit der Organisation Ahnenerbe. Die Forschungsgruppe kam mit einer enormen ethnologischen Sammlung zurück, die bis heute nicht lückenlos ausgewertet ist. Doch werfen wir erstmal einen Blick auf die deutsche antarktische Expedition im Jahre 1938/39. Ein Bericht der Expedition, der 223 Seiten umfasst, gibt nur wenig Aufschluss über den eigentlichen Hintergrund der Expedition. Das liegt an der unter strengster Geheimhaltung durchgeführten Expedition. Offiziell wurde die Expedition durch den Beauftragten des Vierjahresplanes angeordnet. Der Beauftragte ist kein geringerer als Hermann Göring. Die Expedition hatte nach außen hin einen wirtschaftlichen Hintergrund. Das Deutsche Reich wollte so neue Fanggebiete für die deutsche Walfangflotte ergründen und beanspruchen. Die deutsche Wirtschaft wollte sich dadurch unabhängig von Ölimporten machen, sprich, es sollte der Nachschub für technische und Nahrungsfette gewährleistet werden. Zudem waren diese tierischen Fette für die deutsche Rüstungsindustrie von elementarer Bedeutung, um neue Spreng- und Explosivstoffe zu entwickeln. Doch warum sollte eine solche Expedition unter Geheimhaltung stehen? Da Norwegen bereits Gebiete erkundet, aber nie offiziell beansprucht hat, wollte das Deutsche Reich sich dort auch diese Gebiete sichern und dann die offiziellen Besitzansprüche geltend machen. Das Ziel der Expedition war die Region zwischen 20 Grad West und 20 Grad Ost, heute besser bekannt unter dem Begriff Neuschwabenland. Reichsmarschall Hermann Göring lobte die Expeditionsteilnehmer mit folgenden Zeilen:
Zu den bedeutenden Erfolg, den sie und ihre Expedition in der Erforschung eines großen Gebietes der Antarktis errungen haben, beglückwünsche ich Sie aufs Herzlichste. Ich bin stolz auf den hervorragenden Einsatz der Flieger, auf die erfolgreiche Arbeit der Wissenschaftler und auf die vorbildliche Haltung der gesamten Besatzung. Sie und ihre Expedition haben an die große Tradition deutscher Forschung anknüpfen können und eine Leistung vollbracht, die der Stellung Großdeutschlands in der Welt würdig ist. In den 30er Jahren gab es nur wenig Forscher, die sich mit der Antarktis befasst haben. Dementsprechend gab es auch wenig Forscher, die über genügend praktische Erfahrungen in der Antarktis verfügten. Hier tritt erstmalig Richard E. Byrd im Deutschen Reich in Erscheinung, da er gleich mehrere Südpol-Expeditionen durchgeführt und den Südpol mit einem Flugzeug umrundet hat. Byrd war von der deutschen Schwabenlandgruppe eingeladen und sollte einen Vortrag über den Südpol halten, bei dem auch Hermann Göring und Heinrich Himmler anwesend waren. Karl Dönitz hatte ein persönliches Gespräch mit Byrd geführt und lobte seine Arbeit und Haltung als Forscher und Entdecker. Byrd zeigte zudem einen Film vom Südpol. Die Schwabenlandgruppe erhielt gute Kenntnisse von der tatsächlichen Situation und Wetterlage am Südpol. Die Expedition konnte mit einer Finanzierung von 1 Million Reichsmark starten. Diese Summe war für damalige Verhältnisse enorm. Im Jahre 1938 startete die Expedition unter Leitung von Kapitän Alfred Ritscher mit dem eigens für diese Expedition umgebauten Schiff Schwabenland. Am 19. Januar 1939 erreichte die Schwabenland ihr Expeditionsgebiet. 2 Flugzeuge, die durch ein Katapult von dem Schiff starten konnten, wurden zu Erkundungsflügen entsandt. Die Flugzeuge hatten die Aufgabe, das Gebiet zu erkunden, zu fotografieren und zu vermessen. Die Flugzeuge haben bis Februar ein Gebiet von ca. 350.000 Quadratkilometern mit reinen Kameras fotografiert und vermessen. Insgesamt wurde eine Fläche von 600.000 Quadratkilometern überflogen und vermessen. Es wurden 11.600 Lichtbildaufnahmen angefertigt. Ein Großteil ging jedoch im Verlauf des Zweiten Weltkrieges verloren. 1982 wurden lediglich ca. 1000 Luftbilder in Archiven wiederentdeckt. Bei diesen Flügen wurden bisher unbekannte eisfreie Gebirgsregionen entdeckt. Unter anderem eine fast gänzlich eisfreie Region, die zwischen Wohltatmassiv und der Küste liegt. Das Gebiet wurde nach dem Leiter der Expedition benannt. Es trägt den Namen Ritscherland. Messungen der Schwabenland zufolge verläuft dort ein Unterseegraben vulkanischen Ursprungs. Weitere Erkundungen in diesem Gebiet ergaben, dass sich dort Süßwasserseen, Höhlen und Eistunnel befinden. Dieses Gebiet war für die Forscher von besonderem Interesse. Das erschien damals unmöglich, dass sich dort eisfreie Gebiete befinden. Zudem warf man Metallstangen mit Hoheitsabzeichen über dem Gebiet ab, um Besitzansprüche geltend zu machen. Die deutschen Besitzansprüche wurden jedoch nie erhoben. Ob der Krieg dazwischen kam oder ob es Gründe der Geheimhaltung von unter dem Eis befindlichen Stationen waren, wurde nie geklärt. Erst betrieb man einen solchen Aufwand und dann beanspruchte man das Gebiet nicht. Merkwürdig. Die Fahnen, die gefunden wurden, erzielen mittlerweile Summen von jenseits 1 Million US-Dollar. Bei der gesamten Erkundung hat nie ein Besatzungsmitglied das Hinterland betreten. Die Wetterverhältnisse ließen eine Landung der Flugboote nicht zu, so die offizielle Version. Trotzdem wusste man, dass es sich um Süßwasserseen handelte. Eine Diskrepanz jagt die nächste. Durch eine Indiskretion der Ehefrau des stellvertretenden Expeditionsleiters Ernst Hermann hat die norwegische Regierung von dem Unterfangen Wind bekommen und machte am 14.01.1939 Besitzansprüche dieser Region geltend, ohne die südliche Grenze genauer zu definieren. Im Februar war die Expedition erfolgreich beendet. Die Besatzung der Schwabenland wurde mit einer weiteren geheimen Aufgabe beauftragt. Das Oberkommando der Marine wies eine Landung an der brasilianischen Insel Trindade an. Dort sollte geprüft werden, ob unauffällig U-Boote mit Nachschub versorgt werden können. Bei dieser Landung ereignete sich ein Unfall. Was passiert ist, lässt sich nicht eindeutig belegen, da die Landung der strengsten Geheimhaltung unterlag, fand sich dementsprechend wenig in den Berichten wieder. Doch warum wollte die Marine sich eine Möglichkeit verschaffen, dort U-Boote zu versorgen? Und warum unbemerkt? Wusste man bereits, dass man in dieser entlegenen Region der Erde eine Station errichten wolle? Oder musste man erst noch die Zugänge unter dem ewigen Eis mittels U-Booten erkunden?
Wenn dem so war, dann mussten die U-Boote vor ihrer gefährlichen Aufgabe erst mit frischen Lebensmitteln und Treibstoff versorgt werden. Auch diese geheime Mission, die von zivilen Forschern erledigt wurde, gibt weitere Rätsel auf. Nach der Expedition erhielt Karl Dönitz, der Führer der Unterseeboote war, weitere Aufträge in der Antarktis. Welches Ziel diese Aufträge seiner U-Boote verfolgten, ist unklar und sie liefern enormes Futter für Spekulationen. Von diesem Zeitpunkt an stachen viele deutsche U-Boote mit Kurs Antarktis in See. Zu diesen Aufgaben machte Karl Dönitz folgende Aussagen: Meine U-Boot-Fahrer entdeckten ein echtes irdisches Paradies. Eine weitere Aussage aus dem Jahre 1943 lautet wie folgt: Die U-Boot-Flotte Deutschlands kann stolz sein, dass sie am anderen Ende der Welt für den Führer eine uneinnehmbare Festung errichtet hat. Doch warum hat Dönitz diese Aussagen getätigt und wovon sprach er? Diese Aussage wurde mit Sicherheit nicht einfach lapidar getätigt. Seine U-Boote operierten in der Antarktis, obwohl mittlerweile der Krieg an mehreren Fronten geführt wurde und die U-Boote zu Fronteinsätzen dringender benötigt worden wären. Ist es den U-Booten wirklich gelungen, unter dem ewigen Eis oder beziehungsweise durch Kanäle des ewigen Eises hindurchzutauchen und im Inneren durch vulkanische Aktivitäten entstandenen und warmen und somit bewohnbaren Höhlen tief unter oder im ewigen Eis zu landen und dort eine Station zu errichten? Zum Verständnis: Es wurde erst kürzlich Höhlen gigantischen Ausmaßes entdeckt. Diese Höhlen weisen Temperaturen von bis zu 25 Grad auf. Auch hat man riesige warme Seen entdeckt. Es ist also möglich, dass diese Seen natürliche Abläufe in das ewige Eis geschmolzen haben, die bis zum Meer führen. Sollte dem so sein, dann ist es je nach Größe dieser Kanäle möglich, sie mit U-Booten zu durchfahren. Die unzähligen aktiven Vulkane unter dem ewigen Eis liefern ununterbrochen genügend Wärme, um warmes Wasser immer weiter Richtung Ozean fließen zu lassen. Das Wasser hatte genügend Zeit, um riesige Kanäle zu schmelzen. Was Forscher für unmöglich erschien, ist Realität. Es befinden sich unter einem Kraton warme Hotspots, die von unten das Eis schmelzen. Ein Kraton ist eine alte Gesteinsschicht, deren Kruste so dick und stabil ist, dass sie sich nicht mehr tektonisch verformen. Aber unter diesen Kratonen befindet sich eine Wärmequelle, die das Eis darüber zum Schmelzen bringt. Dieser Zustand ist für die Wissenschaftler mehr als rätselhaft. Diese Wärmequelle ist für die Bildung eines tief unter dem Eis befindlichen und gigantischen Seensystems verantwortlich. Da diese warmen Höhlen unter dem ewigen Eis wissenschaftlich belegt sind und den Deutschen es aufgrund alter Überlieferung gelungen war, die Position dieser Gebiete zu lokalisieren, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sie sich Zugang mittels U-Booten zu diesen Systemen verschafft haben. Der strategische Vorteil einer solchen Station ist kaum zu beziffern. Man befindet sich geheim unter jedem Ausschluss von Luftaufklärung tief unter dem ewigen Eis, geschützt vor Bombenangriffen und Wettereinflüssen. Man hätte eine Station, die zu 100%ige Sicherheit gewährleistet, eben ein irdisches Paradies, wovon Dönitz gesprochen hat. Angebliche Aussagen sollen die Existenz einer solchen Basis beweisen. Sie trug den Namen B211. Doch wie soll man in so einer unwirklichen Umgebung eine Basis errichten? Offiziell waren weitere Expeditionen der Schwabenland geplant, wurden aber mit Kriegsausbruch verworfen. Doch ein Ingenieur und weitere Besatzungsmitglieder gaben an, dass sie auch im Jahre 1939 mehrmals von Hamburg nach Neuschwabenland mit Material aufbrachen. Es wurde ab 1939 mit Schiffen große Mengen an Material für den Bergbau in diese entlegene Region gebracht. Neben dem Material wurde Fachpersonal wie Ingenieure, Facharbeiter und Wissenschaftler dorthin verbracht. Wozu genau benötigte man eine solche Basis? Die Antwort kann nur eine sein: Im Falle einer Niederlage des Krieges wollte man hierher ausweichen. Das deutete auch Karl Dönitz in seiner Aussage an. Jetzt bleibt die Frage nach dem Personal, welches dort dauerhaft eine ganze Basis betreibt. Das Dritte Reich suchte nach freiwilligen Arbeitern und Soldaten, diese fanden sich auch. Doch nach kurzer Zeit traten die ersten Probleme auf. Die Arbeiter hatten Heimweh und vermissten ihre Familien. Das führte zur Demoralisierung der gesamten Belegschaft und somit litt der Ausbau und der Betrieb der Basis.
Da diese Basis der strengsten Geheimhaltung unterlag, konnte man nicht einfach Heimaturlaub gewähren, da sonst das Bekanntwerden unweigerlich eintreten würde. Die Führung schwenkte um und rekrutierte nur noch Männer und Frauen ohne Angehörige oder nur noch Ehepartner ohne Angehörige. Jetzt konnte sichergestellt werden, dass die Geheimhaltung, abgesehen von der Versorgungsbesatzungen, gewährleistet wurde. Dass die Nationalsozialisten an den Polen mehr durchgeführt haben als bislang bekannt, zeigt ein angeblicher Mythos einer Wetterstation am Nordpol. Immer wieder wurde von Experten beteuert, dass es für die Wetterstation namens Schatzgräber keinen handfesten Beweis gibt. Alleine der Name dieser Station ist bezeichnend. Im Jahre 2016 gelang es russischen Polarforschern, die Station Schatzgräber aufzuspüren. Die Forscher sicherten Hunderte von Beweisen, Bunkerreste, meteorologische Messinstrumente, Dokumente mit Hakenkreuzen und so weiter. Warum errichteten die Nationalsozialisten unweit des Nordpols ebenfalls militärische Einrichtungen? Die Pole spielen eine weitaus größere und bedeutendere Rolle als bislang bekannt, denn auch Byrd sagte aus von Pol zu Pol.